Hallo, ich möchte in diesem kleinen Video mal zeigen, wie man in HiCAD eine Pyramide erzeugen kann. Dazu erstelle ich mir als erstes ein neues Projekt. Das nehme ich jetzt Fass als Projektnummer, Fassade und soll mir in eine Ordner Fassadenbau gelegt werden. Könnte hier noch ein Los vergeben, ich schreibe jetzt einfach mal Los und meine Vorgabewerte erzeugen oder eingeben, die dann auf den Schriftkopf kommen. So, dazu erstelle ich eine neue Zeichnung. Das ist jetzt einfach meine Fassade und ich fange mit einem Gesamtmodell an. 3D-Modell. So, als erstes muss ich natürlich den Achsraster für meine Fassade erzeugen. Dazu kann ich jetzt dieses Plugin Metallbauraster nehmen. Das binde ich mir jetzt an. Habe hier die Möglichkeit unter Vorlagen zu wählen, das heißt Satteldach oder polygonale Fassade. Ich hätte hier die Möglichkeit, eine Linie auszuwählen, eine Skizze auszuwählen, oder, das heißt, ich zeichne mir vorher den Verlauf und kann den auch übernehmen. Ich kann mir das aber auch so eingeben, das heißt, ich sage hier, ich möchte 8 Segmente haben, welche Höhe möchte ich haben, die Länge der Fußkante, kann ich hier sagen, die sollen gleichgesetzt werden. Ich kann hier noch einen Winkel eingeben, das heißt, ich möchte hier 54.4, 3, das habe ich mir vorher ausgerechnet, das heißt, dass ich hier 180 Grad habe. Kann hier natürlich noch zusätzlich die Pfosten und Riegel eingeben. Ich möchte hier zusätzlich die Riegel in der Höhe vergeben, das heißt, ich sage hier 250 und hier auch 250 zum Beispiel. Man sieht hier, dass es sofort auch geändert wird. So, das heißt, ich habe hier die untere Fassade und ich möchte hier dann noch eine neue haben, das heißt, ich sage jetzt einfach mal speichern. So. Übernehmen, so, möchte eine neue haben. Das heißt, ich sage hier, könnte ich hier wieder übernehmen. Zum Beispiel, ich habe hier das jetzt 8, ja, 250 und 154.3. So, jetzt möchte ich hier natürlich diese Höhe um einiges höher, das heißt, ich sage hier 4,50 Meter zum Beispiel und möchte hier auch zusätzlich gleich eine Neigung eingeben. Das heißt, ich sage einfach mal 20. So, schauen wir das mal von oben an. Kann hier natürlich da jederzeit die Werte auch ändern. Ich sage hier einfach mal 30. Das heißt, man sieht sofort auch die Änderung. So, kann natürlich hier auch, derzeit ist es noch auf dem Nullpunkt, das schiebe ich mir einfach zum Schluss dann noch höher. Kann hier dann einfach sagen, okay, oben 150, vielleicht möchte ich aber die Anzahl der Riegel erhöhen. Das heißt, ich sage hier einfach mal 5 Riegel. Ich möchte natürlich von unten auch, sage jetzt mal 250 und in der Mitte möchte ich zum Beispiel ein Feld, das soll jetzt größer werden. Das heißt, ich sage hier einfach 2500. Er rechnet mir das immer die restlichen aus, könnte die natürlich auch jederzeit auch wieder weiter ändern. Ich sage hier einfach 800. So, das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das sofort zu erzeugen. Mit Übernehmen habe ich dieses Feld erzeugt. Das heißt, ich habe hier eine Baugruppe, das ist die untere, und eine Baugruppe, das ist die obere. Diese Baugruppe mit rechter Maustaste schiebe ich einfach mal um diese Höhe nach oben. Das heißt, rechte Maustaste schieben in Kantenrichtung, in diese Richtung. Das heißt, er soll mir natürlich da oben aufsetzen. So, jetzt habe ich eigentlich im Grunde genommen schon mein Achsraster. Ich möchte jetzt natürlich noch die Baugruppe erzeugen. Das heißt, ich gehe in Metallbau und möchte hier eine Rasterbaugruppe erzeugen. Das heißt, jetzt wird mir auch die Logika-Schnittstelle erzeugt oder geladen. Hier kann ich dann auswählen, welche Fassadentyp möchte ich haben, die Glasstärke, und mit OK wird mir im Grunde genommen nur diese Position erzeugt. So, mit Drag und Drop schiebe ich die einfach in dieses Achsraster rein und sage im Grunde genommen einfach mal speichern. Diese Meldung kommt natürlich jetzt derzeit noch, weil diese Teile einfach noch eine Stücklistenrelevanz haben, was ich jetzt im Grunde genommen aber hier gleich mal ausschalte. Das heißt, ich sage hier einfach, die Stücklistenrelevanz brauche ich hier im Grunde genommen nicht. Diese Position nehme ich hier auch noch raus. So. Das heißt, ich habe hier das mal so erzeugt. Was ich jetzt noch machen möchte, ist natürlich ein
bauseitig, also dass man auch den Bausatz hat. Dazu erzeuge ich mir einfach eine Skizze. Eine neue Skizze, die soll mir ja natürlich hier unten liegen und ich übernehme einfach mal diese Kanten, dass ich einen Bezug habe. So, zum Beispiel. So, jetzt möchte ich natürlich die versetzen. Mit rechter Maustaste kann ich die verbundenen Kanten versetzen. Das heißt, Offset, unten liegenden Kanten. Dann ist es hier so, dass die einfach nicht geschlossen sind. Das heißt, da zeigt man natürlich diese einzeln an. Also ich sage hier einfach Ecke schließen. So, jetzt sollte das natürlich gehen. Das heißt, man sieht jetzt, sind die zusammenhängend. Ich sage einfach mal nach außen soll es 250 versetzt werden. Also 250 zum Beispiel. Und dasselbe mache ich nach innen auch nochmal. So, das heißt, ich habe hier das erstellt. Die mittlere Linie ist eigentlich nur für mich die Hilfslinie gewesen. Die lösche ich gleich weg. So, dann schließe ich das Ganze noch. Mal hier, einmal hier. Gehe auf die Skizze, rechte Maustaste und habe hier unter Bauwesen die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt meine Bodenplatte Beton zum Beispiel und die Stärke, die soll jetzt minus 250 sein. So, das heißt, ich habe jetzt mein Bausatz schon, könnte hier eventuell auch noch eine Bodenplatte noch machen, dass man es vielleicht besser sieht. Das sind im Grunde genommen dann aber Feinheiten. Das heißt, ich setze die jetzt unter Bausatz allgemein rein, zum Beispiel wie das dann genannt wird, ist dann egal. So, was ich jetzt natürlich machen möchte, diese Profile belegen. Das heißt, ich gehe auf die Position 1, also auf diese Position, die erzeugt worden ist, gehe auf Metallbau, wähle hier Pfosten und hier unten kann ich mit Umschalt oder mit Shift suchen. Das heißt, ich suche mir die aus. Das heißt, man sieht jetzt die mit dem gleichen Flächenwinkel. Hier wird auch der Flächenwinkel schon eingetragen. Das heißt, ich gehe hier rein und wähle mir die Pfosten aus. Das heißt, ich sage hier einen variablen Pfosten, den Isolator, Protylband nehme ich das 50er und die Glasdichtung. So, Deckschale kann ich hier dann auch auswählen. So, das heißt, man sieht hier schon die Vorschau. Mit Fertigstellen werden diese Profile dann hier auch eingebaut. Dasselbe mache ich dann im Grunde genommen mit diesem Profil. Das heißt, er sucht sich immer die gleichen Flächenwinkel aus. Ich stelle hier dasselbe nochmal zusammen. Protylband, Glasdichtung, Druckprofil und die Deckschale. So. Dann in weiterer Hinsicht natürlich die oberen, das heißt, ich gehe wieder auf Pfosten, suche mir die aus, wähle die hier einfach aus, rechte Maustaste. Man sieht auch hier wieder diesen Winkel der Abknickung, gebe das jetzt wieder ein, 328, also 328, 40, stellen wir das wieder zusammen, Glasdichtung und die Deckschale. Mit Fertigstellen werden die eingebaut. Das heißt, im Grunde genommen brauche ich jetzt nur mehr die geraden Pfosten, die Eckpfosten. So, Abknickung habe ich jetzt keine mehr. 28. Dann natürlich das gleiche Profil verwenden. Ein Andruckprofil. So, und die Deckschale. So, das heißt, ich habe jetzt im Grunde genommen die Pfosten alle belegt. Mit Regeln ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil die gleichen Winkel haben. Das heißt, ich kann die einfach hier auswählen und diesen jetzt auch noch, rechte Maustaste und stelle mir hier meine Regel zusammen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach einen 90er Regel, Protylband lasse ich hier weg, Glasdichtung, Andruckprofil und die Deckschale. Das heißt, mit Fertigstellen werden auch die hier eingebaut. Das heißt, man sieht auch hier, wie die nach der Reihe hier belegt werden. So, das heißt, im Grunde genommen habe ich hier schon mal meine ganzen Regeln. Hier habe ich die Möglichkeit, solange ich noch auf dieser Position bin, kann ich sagen, okay, die soll mir auf Gärung geschnitten werden.
So, das heißt, jetzt wurden mir auch alle auf Gärung geschnitten. Den Eckverbinder muss ich natürlich jetzt noch selbst reinmachen. Man sieht ja auch, dass ich zum Beispiel hier das auch jetzt nicht berücksichtigt habe, kann ich aber im Grunde genommen die Möglichkeit, dass ich hier diese Bodenplatte, die Skizze bearbeite. Das heißt, ich ziehe einfach hier, seht ihr das jetzt hier weiter, das heißt, dann setze ich das hier einfach mal um 250, lösche das weg und schließe die. So, selber, weil ich gerade dabei bin, mache ich natürlich hier auch noch, auch die 250, gibt natürlich die verschiedensten Varianten, wie man das machen kann. Geschließen. So. Ja, wenn ich die Linie Skizze übernehmen, zieht er mir das dann natürlich aus. So, jetzt habe ich diese Fassade geändert. Jetzt möchte ich zum Beispiel hier auch noch Pfosten oder eine Fußplatte erzeugen. Das heißt, ich kann hier die Auswahl tätigen auf den Pfosten, habe hier die Werte, die ich einstellen kann und sage einfach mal Runde mal die Vorschau, dass man mal sieht, was er hier erzeugt. Das heißt, ich habe hier mit einem Winkel drinnen oder mit einem Blech drinnen, kann diese natürlich jederzeit auch ändern. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, jederzeit auf die Vorschau zu aktualisieren. Und man sieht auch hier, welche Teile hier auch eingebaut werden. Die Bearbeitungen, das heißt, ich kann die Platte von den Langlöchern erzeugen, die Distanzplatte, ich könnte eine Distanzplatte ergänzen. Das heißt, mit Vorschau erzeuge ich mir das mal einfach, dass man es mal sieht. Soll natürlich das Profil gekürzt werden, dass man es auch sieht. So, jetzt sieht man es besser. Dann die Befestigung, die Ausklinkung, das kann ich alles hier einstellen. Das heißt Profilverbinder, Platteverbinder, die Ausklinkung, die Werte der Ausklinkung kann ich hier natürlich auch erzeugen. Welche Verschraubungen, welchen Raster möchte ich hier haben. Das heißt im Grunde genommen, ich sage jetzt mal 2, sage hier auf die Vorschau und natürlich wird das immer wieder abgeändert. Ich könnte hier natürlich auch eines und einen Versatz eingeben. Das heißt, ich sehe auch hier, wo die Versätze auch gelten und für welche Seite die gelten. Kann hier zum Beispiel auch Verschraubungen einbauen. Das heißt, ich sage hier, möchte ich zum Beispiel gleich Anker einbauen. Mit Vorschau sehe ich auch sofort diese korrigierten Werte. Oder so. Der ist jetzt da im Grunde genommen einfach nur ein bisschen versetzt in der Tiefe. So. Dadurch ich das jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, diese auch zu kopieren. Das heißt, die Verschraubung ist natürlich jetzt auf der falschen Seite, aber ich kann die jederzeit hier einfach weiter kopieren und habe diese dann auch sofort auf allen Teilen drauf. Ist natürlich für mich jetzt wichtig, dass ich unterschiedliche Teile habe. So. Und hier noch zum Beispiel. Das heißt, ich habe die Eckpfosten, die schenke ich mir jetzt noch. So, was natürlich der nächste Schritt ist, ich möchte hier auch ein Glas haben. Das heißt, wenn ich hier wieder auf Position 1 gehe, also auf diese erstellte Position im Metallbau, unter Bauraster habe ich hier die Möglichkeit, Glas einzubauen. Ich erzeuge mir hier mein Glas, GT1, und habe hier den Aufbau, das soll 32 sein. Mit OK wird mir das Glas auch sofort eingebaut und habe sofort auch das Glas. Das ist über diese Einfügepunkte hier definiert. Ich kann natürlich hier in weiterer Hinsicht sofort sagen, die Konstruktion soll positioniert werden. Das heißt, ich möchte die Gleichteilsuche machen. Das heißt, die Teile haben jetzt die Gleichteile bekommen. Ich möchte hier das wird jetzt gespeichert. Das heißt, es wird auch der komplette Teilestamm an Helios übertragen. Das heißt, ich könnte hier, im Grunde genommen habe ich ja hier meine Fassade, wo ich auch die Konstruktion habe, wo ich auch die Teile habe. Das heißt, ich habe hier auch alle Einzelteile sofort drinnen im Helios, wo ich auch dann die Glasscheiben, auch die Stücklisten vom Helios erzeugen könnte, ohne dass ich im HiCAD arbeite. So, was ich jetzt natürlich haben möchte, ist in weiterer Hinsicht, dass ich die Gläser, also die Glaszeichnungen habe. Das heißt, ich kann hier raufgehen, sage hier von den untergeordneten Teilen, das heißt unter Konstruktion, sage ich hier einfach mal Zeichnung,
sage Einzeldateizeichnung in externe Szene, die Auswahl der untergeordneten Teile einbeziehen und sage im Grunde genommen einfach, es sollen mir nur die Profile erzeugt werden. Mit OK bestätige ich das, und jetzt werden mir zum Beispiel auch für die Gläser sofort auch die Einzeldateizeichnungen erzeugt und werden mir auch im Helis eingetragen. Das heißt, diese werden mir auch sofort eingetragen. Ich gehe jetzt mal ins Helis, dass man das leichter sieht. Das heißt, ich sehe hier die Positionsnummer 196, hat auch die Zeichnungsnummer 196. Ich gehe hier mal auf die Grafik, da sieht man das leichter. Das heißt, ich habe hier meine Zeichnung. Hier werden auch die ganzen Werte auch ausgefüllt. Das heißt, meine Zeichnungsnummer, das ist die Projektnummer plus die Plannummer, das ist eine Glas-Einzelteilzeichnung. 2 Stück habe ich davon. Und die Stärke, Oberfläche habe ich dann alles sofort auch in den Zeichnungen drin. Das heißt, ich habe hier sofort die ganzen Zeichnungen. Man sieht, der ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber jetzt sind die Teile auch, die ganzen Zeichnungen erstellt. Ich könnte hier sagen, die sollen auch gleich freigegeben werden. Das heißt, er sucht mir diese ganzen Zeichnungen aus und ich möchte diese auch jetzt gleich sofort, also die Zeichnung ist aktuell, ich möchte die gleich freigeben. Das heißt, die sollen mir freigegeben werden und ich möchte die auch, oder die sollen auch in weiterer Hinsicht auch nicht mehr bearbeitet werden können. Das heißt, in diesem Fall, dass ich die Gläser jetzt auch schon bestellen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt ins Helios gehe, sehe ich sofort, die mit den grünen Haken sind jetzt für mich freigegeben. Unter dem Projekt Fassade wurde jetzt ein Unterprojekt mit PDF angelegt. Das heißt, hier werden auch die PDFs sofort erzeugt, dass ich die auch dem Lieferanten gleich schicken kann. Man sieht auch jetzt, wo er jetzt vom Teil jetzt auch ist. Das heißt, ich habe in diesem Fall diese Teile auch schon sofort erzeugt. Könnte natürlich in weiterer Hinsicht auch gleich die Bleche erzeugen, dass ich, wenn die auch passen, kann auch hier sofort sagen, okay, ich möchte hier vielleicht im Schnitt weiterarbeiten. Das heißt, ich lege mir einfach mal diesen Schnitt hierher und möchte eine Schnittansicht machen. Zum Beispiel möchte hier den Schnitt durchlegen, Tiefenbegrenzung, soll sie begrenzt werden. Ich sage ja mal, er soll jetzt einfach mal begrenzt werden, der Schnitt. Habe hier den Schnitt, die möchte vielleicht, und ich möchte hier zum Beispiel auch 50 haben und gebe einfach hier mal einfach die Werte ein. 20, 60. So, mit rechter Maustaste habe ich hier die Möglichkeit, Blech entlang Skizze zu erzeugen und habe hier meine, sage jetzt mal im Anschlussblech 2 mm und sage hier einfach beidseitig und in welche Richtung soll es aufgelegt werden. Das heißt, ich habe hier auch sofort mein Blech erzeugt, könnte hier zum Beispiel auch noch einen Kunststoff erzeugen. Das heißt, ich möchte hier gleich einen Kunststoff aus einem Rechteck, wähle mir aus, zum Beispiel Kunststoff, mit OK, sage von diesem Punkt bis zu diesem Punkt und habe auch sofort den Kunststoff drinnen. Könnte natürlich auch hier gleich einen weiteren Winkel erzeugen. Das heißt, ich möchte hier zum Beispiel von hier so haben. Möchte hier natürlich auch wieder mit Werten arbeiten. Das heißt, der soll jetzt mal 100 haben zum Beispiel. Dann soll das zum Beispiel 50 sein. Diese Kante soll hier sein. Ich habe hier diese Option, die ist etwas blöde geraten, die ich jetzt eingestellt habe. Hier möchte ich einfach das Ziel haben, dieses Skalieren, was ich hier vorher eingestellt habe. Dann möchte ich natürlich hier einfach mal 50 haben und habe hier die Abmaße, rechte Maustaste, Blech entlang Skizze. Möchte hier zum Beispiel ein Stahlblech haben. Das soll 4 mm stark sein. Die Einbaurichtung ist in diese Richtung. Habe ich hier auch mein Stahlblech sofort drinnen. Und wenn ich jetzt auch ins 3D-Modell gehe, also in die Ansicht gehe, sehe ich die Teile, solange sie jetzt nicht ausgeblendet sind, was bei mir der Fall ist, ich blende die einfach mal ein, aber ich habe diese Teile auch sofort hier drinnen. Das heißt in weiterer Hinsicht auch, das Blech möchte ich jetzt auch noch einblenden. So, das heißt, ich habe die Teile auch sofort hier drinnen und ich könnte natürlich jetzt mit diesen Teilen auch weiterarbeiten. Das heißt, was ich jetzt auch machen möchte, das heißt, ich gehe jetzt mal in die Ansicht und möchte, sieht
sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus, aber ich möchte einfach dieses Anschlussblech hier um diese Kante spiegeln. Das heißt einfach, ich sage hier um diese Mittelachse. Das heißt, ich habe das jetzt sofort auch gespiegelt und sage jetzt einfach mal, es soll mal hier auch nochmal gespiegelt werden. Das heißt, ich spiegel das einfach mal im Grunde genommen weiter und könnte hier auch sofort sagen, okay, dieses Blech soll mir hier auf Gärung geschnitten werden. Zum Beispiel diese Kante mit dieser Kante. Das heißt, da schneidet mir die sofort auf Gärung. Möchte ich auch gleich hier und hier noch auf Gärung schneiden. Das heißt, ich habe hier sofort auch die Abwicklung. Wenn ich hier sage, habe ich sofort die Abwicklung parat. Ist jetzt einfach von der Größe her noch etwas ungünstig. So, dann sehe ich natürlich sofort, dass diese Teile auch noch zu lange sind. Das heißt, ich könnte entweder diesen Anschluss definieren oder ändern, kann aber natürlich auch sagen, dass die zum Beispiel diese Deckschale soll hier, kann die einzeln auch in der Länge ändern. Das heißt, oder ich kann wie gewohnt natürlich hier auch den Objektfang auf die Gruppe umschalten und habe auch sofort hier diese Längen, die ich eigentlich im Grunde genommen benötige, um auch die Werte zum Erzeugen. Natürlich, was jetzt noch wichtig ist, wo ich jetzt noch vergessen habe, ist auch diese Anschlüsse. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit natürlich auch, wenn ich wieder auf diese Position so gehe, dass ich hier im Grunde genommen hier entweder über Logical oder über Highcut diese Anschlüsse machen kann. Das heißt, ich habe hier die Anschlüsse und wähle die Profile aus. Habe hier wie gewohnt meinen Pfosten-Regelklickung, den man auch hier findet. Kann hier die Werte ausstellen, zusätzlich Bohrungen erstellen, was auch immer, kann ich natürlich immer ändern. Und jetzt werden wir mit diesem die Regel, die eine Pfosten mit so, das heißt, jetzt hat er mir diesen Anschluss erzeugt. Das heißt, wenn man sich anschaut, diesen Regel ist halt jetzt bei dem Modell so eingestellt. Das heißt, wo ich die doppelten Langlöherungen habe, aber das kann ich natürlich jederzeit auch abändern. Das heißt, ich könnte jederzeit hier auch reingehen im Feature, diesen Anschluss. Ich möchte vielleicht diese zusätzlichen Langlöcher erstellen oder die Bohrungen. Das heißt, ich kann den jederzeit immer wieder abändern. Zum Beispiel. Das heißt, jetzt habe ich auch im Pfosten die Bohrungen drinnen und habe jetzt auf schnelle Art und Weise eigentlich so eine Pyramide erzeugt. Natürlich ist das jetzt nur ein Anfang, aber ich kann da natürlich jederzeit auch weitermachen und ich habe das grobe Gerüst eigentlich relativ schnell erstellt und kann auch meine Auswertungen fahren. Das heißt, ich kann auch jetzt schon Stücklisten und alles machen.